In diesem Video geht es noch einmal um die Bemessung von kurzen Revit-Wänden als Stützen und in dem Zuge lernen wir auch den Stützenbemessungsassistenten kennen, mit dem sich Stützen zu Bemessungspositionen zusammenfassen lassen. Im Video Teil 11 dieser Serie hatte ich die Vorgehensweise zur Bemessung von kurzen Revit-Wänden als Stützen bereits erläutert. Damals konnte die Bemessung allerdings keine Effekte aus Imperfektionen und/oder der Theorie zweiten Ordnung berücksichtigen. Das ist seit der Sophistic-Version 2024 nun möglich. Wir hatten im Teil 11 dieses Bemessungselement angelegt, um diese kurze Wand als Stütze zu bemessen. Im SSD gibt es jetzt einen neuen Task mit dem Namen Stahlbetonstütze Bemessungsassistent. Hier sehen wir nun alle Stützen im Projekt aufgelistet und darüber hinaus taucht jetzt auch unser Bemessungselement für unsere kurze Wand auf. Wir sehen hier auf der linken Seite, dass wir jetzt Bemessungsgruppen definieren können. In dem Fall sind bereits 3 Bemessungsgruppen angelegt, GS00, GS01 und GD00. Wenn wir mal die Querschnitte sortieren, sehen wir auch die Logik dahinter. Die erste Gruppe mit der mittleren Bezeichnung SNO1 umfasst alle Stützen im EG und ersten OG mit gleichem Querschnitt 30 auf 40 cm, gleichem Material und gleicher Länge. Die zweite Gruppe mit der mittleren Bezeichnung SNO2 umfasst die beiden Stützen im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss mit gleichem Querschnitt 40 auf 40, gleichem Material und gleicher Länge. Und hier haben wir auch unsere Wand, die als Stütze bemessen werden soll. Wir können nun die Bemessungsgruppen nach unserem Geschmack umbenennen. Zum Beispiel nenne ich die erste Gruppe Stützen 30 auf 40 und dann ändert sich auch die Bezeichnung hier entsprechend. Die zweite Gruppe nenne ich Stützen 40 auf 40 und das Bemessungselement nenne ich Wandpfeiler Erdgeschoss. Ja, solange es sich um den gleichen Elementtyp handelt, können Sie die Stützen beliebig zusammenfassen. Das erkennt man auch hier in dieser angebotenen Auswahlliste. Der Pfeiler ist ein Designelement und kann deswegen jetzt nicht mit den Stützen in einer Bemessungsgruppe zusammengefasst werden. Brauchen wir aber auch nicht. Auf den nächsten Kartenreiter Steuerparameter kann man für jede einzelne Bemessungsgruppe oder durch Mehrfachauswahl für mehrere Bemessungsgruppen gleichzeitig einstellen, wie die Bemessung erfolgen soll. Grundsätzlich wird die Bemessung nach dem Nennkrümmungsverfahren bei eingestellter EN 1992 durchgeführt. Ich denke, die Parameter sind selbsterklärend. Wir sehen Pendelstütze oder Kragarm, wir sehen die Beta-Werte, können Imperfektionen ansetzen, kriechen, berücksichtigen und den Feuerwiderstand nachweisen lassen. Der dritte Kartenreiter bringt uns zu den Kombinationen. Diese kann man über diesen Schalter
automatisch für alle Bemessungsgruppen erzeugen lassen oder hier oben jeweils für einzelne Bemessungsgruppen. Wenn man eine Kombination anklickt, besteht natürlich wahlweise auch die Möglichkeit, Faktoren zu editieren und so entsprechend anzupassen, falls erforderlich. Auf dem Kartenreiter Ausgabe können wir die Druckausgabe steuern. Wollen wir beispielsweise alle Stützen oder nur die jeweils maßgebende Stütze aus jeder Bemessungsgruppe im Ausdruck sehen? Wollen wir alle Schnittgrößen oder nur die maßgebenden sehen? Wollen wir einen Bewährungsvorschlag und so weiter? Ich starte die Berechnung und öffne die Ergebnisse. Wir sehen jeweils einen Abschnitt für jede Bemessungsgruppe und unten eine Zusammenfassung. In hellblau hervorgehoben wird immer das Maßgebende. Hier unten nochmal unser Wandpfeiler, der jetzt also auch mit dem Nennkrümmungsverfahren nachgewiesen wurde. Ja, das waren die beiden Themen, die ich Ihnen hoffentlich etwas näher bringen konnte. Zum einen ist es jetzt also möglich, kurze Revit-Wände als Stütze unter Berücksichtigung von Effekten aus Imperfektionen und oder der Theorie zweiter Ordnung zu bemessen. Und zum anderen haben wir einen neuen SSD-Task, mit dem sich Stützen zu Bemessungspositionen zusammenfassen lassen. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und sage bis zum nächsten Mal.